Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik und die Melodien und den Deep Dive. Und wir schauen uns Perspektiven und Layers aus psychologischer und aus philosophischer Sichtweise an. Denn das, was mich an Musik immer wieder auch fasziniert und interessiert, ist, dass ich mich immer wieder damit verbunden fühle, dass ich immer wieder das Gefühl habe, boah, der Song trifft gerade richtig gut meine Phase oder wo ich mich aufhalte oder was ich denke oder was ich erlebt habe. Und natürlich hat der Künstler nicht das erlebt, was ich erlebt habe. So. Und dennoch connecten Songs mit so vielen Menschen da draußen. Und das liegt eben daran, dass unser Gehirn so gut ist, unsere eigene Geschichte in Songs hinein zu projizieren. Und deswegen gibt es so viele Möglichkeiten, wie ein Song interpretiert werden kann. Und ich versuche, einige davon in meinen Videos herauszufinden und aufzuzeigen. Was mir nicht immer gut gelingt. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Wenn ihr eine Verbindung zu dem Song habt oder wenn ihr Hintergrundwissen habt, zu den Gedanken des Künstlers zum Beispiel, dann droppt das gerne in die Kommentare und erweitert auch meine Perspektiven. Und heute haben wir eine Empfehlung, Chris Webby, weil ich gesagt habe, ich kenne jetzt nur die Sachen, die er mit Ren zusammen gemacht hat. Und sonst aber weiß ich nichts von ihm. Und dann wurde mir gesagt, okay, guck dir Raw, ich bin nicht so gut in dem R aussprechen im Englischen, Raw Thoughts 7 an. Ich finde es ganz interessant, es scheint ja noch mehrere zu geben, 6 und 5 und sowas wahrscheinlich. Aber dann starten wir jetzt mal mit 7, ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn ihr sagt, nee, du musst auf jeden Fall mit der 1 anfangen oder 5 oder wo auch immer es startet, dann sagt mir da gern Bescheid. Aber heute haben wir erstmal den. Und ich bin sehr gespannt, worum es geht. Ich habe mir vorsichtshalber die Lyrics nochmal aufgezogen, weil ich nicht weiß, wie gut ich ihn verstehe. Und ich habe schon gesehen, dass es keine Untertitel gibt in diesem Video, die ich mir anmachen kann. Von daher, so, jetzt lang genug gequatscht. Achso, wenn ihr mehr Bock auf so einen Content habt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ansonsten lasst mir auf jeden Fall ein Like für das Video da. So, jetzt lasst uns aber starten. Well, here we go again. Once upon a time in our rewritten history, 13 bloodlines rose to power wickedly. They came from ancient lands with depravity and vices like usury and rape and ritual sacrifices. They worshipped evil gods, but they kept the secrets hidden as they infiltrated and hijacked other religions. They conquered other countries and they printed all the money while they plotted on a plan for the control of everybody. And here we are now, still on the same path with the devil in the details. You could do the math. Only God's got the map with the one road back. On the human racetrack, we passed the last lap with your pedophiles and Illuminati puppets operating in the shadows like roaches evading justice, subliminally teaching the wicked ways to the public, whether we knew it or not. Now we're all a product of it. See, they desecrated nature and set fire to the wilderness, filled us with their poison and they wired us for sinfulness, stole our ancient knowledge and left us broken and ignorant, then stole our sons and daughters and fed on the stolen innocence. They groomed our behavior and turned us on our neighbors, took away our... Okay, ich muss mal zwischendurch Pause machen, weil der Song geht ja auch 7 Minuten. Aber ich habe schon ein paar Sachen nicht verstanden. Aber der Bass, der Beat, der geht schon, der macht so ein bisschen Gänsehaut in mir drin. Den kann man so richtig schön spüren. Und die Bilder, ja, interessant. Lasst uns mal den Song durchgehen. Bis jetzt zumindest. Ich schneide es zusammen. Okay. Wow. Also, ich habe nur mal so ein bisschen reingelesen und ich habe mich gerade gefragt, von wann ist denn der Song? Und der ist natürlich jetzt noch nicht ganz so alt, wie ich feststellen dürfte. Also der ist relativ neu. Jetzt im März kam der raus. Und ich habe gedacht, ja, das passt. Das passt einfach so gut auf das, was gerade los ist in der Politik, in den Systemen weltweit. So Wahnsinn. Wie beschreibe ich das? Aber ich möchte eigentlich nicht zu sehr ins Politische gehen. So, ich bin politisch nicht so gut aufgestellt, dass ich da wirklich faktenbasiert richtig gut diskutieren könnte und euch aufklären könnte. So, ich lasse mich lieber aufklären.
Aber wenn wir die psychologische Perspektive uns angucken, so, und auch meinetwegen die philosophische, dann kommen wir hier an einen Punkt, wo Webby von Macht spricht, wo er davon spricht, wie Menschen von ein paar anderen Menschen, Figuren, wie auch immer, beeinflusst werden, manipuliert werden, wie Pläne geschmiedet werden, wie man Menschen am besten manipulieren kann. Ich meine, am Ende ist das nichts, was 2026 ist. Ne? Das geht ja schon viel weiter zurück. Und das, was er hier macht, ist erstmal, ne, auch durch das Video, so ein bisschen so darzustellen, so hey, das ist so eine Geschichte, die ich erzähle, fast schon so ein bisschen was von Fantasy, ne, so, these 13 bloodlines rose to power wickedly. They came from ancient lands with depravity and vices. Und das klingt so ein bisschen so, als würde so eine Geschichte von Herr der Ringe erzählt werden. Und gleichzeitig sieht man einfach, wie klar systemkritisch und politikkritisch das Ganze ist. Und einfach direkt anspricht, was gerade schief läuft. Nämlich, dass wir über Angst manipuliert werden und dass wir selber auch mit Angst teilweise manipulieren. Nicht alle, nie alle, so, das ist ganz wichtig. Aber wir sind es auch so gewohnt, über Macht uns sicher zu fühlen. Ne? Also das, was Macht macht, ist uns das Gefühl von Kontrolle und von Sicherheit zu geben. Umso mächtiger ich bin, umso weniger Menschen können mir was. Und wenn ich darunter aufgewachsen bin, dass ich mich hilflos gefühlt habe, ohnmächtig gefühlt habe, das Gefühl hatte, keine Kontrolle zu haben, mich fürchten zu müssen vor anderen, dann wird sich in meinem System ausgebildet haben, dass ich versuche, Kontrolle zu kriegen und Sicherheit zu kriegen. Also wie kriege ich das? Die Menschen, die das vorher gemacht haben, die hatten eine Macht über mich, also brauche ich auch Macht. Und so lasse ich es erstmal stehen, weil der Song ist noch lang genug. Ich spule nochmal ein bisschen zurück, oder ziemlich weit zurück, und dann geht's weiter. On the same path with the devil in the details. You could do the math. Only God's got the map with the one road back. On the human racetrack, we passed the last lap with your pedophiles and Illuminati puppets. Ich muss hier nochmal kurz. Only God's got the map with the one road back. On the human racetrack, we passed the last lap. Das ist ganz spannend, ne? Weil er spricht ja hier vom Teufel und von Gott. Und irgendwie muss ich bei Only God's got the map an NF denken. Ich weiß auch nicht, Map to Hope. So. Und Nate oder NF ist ja auch sehr religiös. So. Von daher habe ich da gerade irgendwie die Schneise kurz gezogen. Übrigens, ne, gibt auch ein paar NF-Reactions auf meinem Kanal, nur mal so nebenbei, wenn euch das interessiert. Aber das, was er hier sagt, ist, dass Gott quasi die Karte für unseren Weg zurück hat. Und zurück, ne, zurück zum Ursprung, wo wir herkommen. Und da ist die Frage, wo kommen wir her? Kommen wir aus der Liebe? Ich meine, da haben wir den Dreh auch zu Ren, der in Starry Night sagt, I come from love. Und man sagt ja, Gott ist auch die Liebe. Und wenn wir jetzt noch weitergehen außerhalb von Gott, alles, was so ein bisschen dieses Spirituelle oder das eine höhere Macht hat, spricht immer von Liebe, von Annahme, angenommen werden und von Liebe. Ich glaube, das ist das, was er hier meint. Wieder weg von diesem Teufelspfad, wo wir uns mit Angst manipulieren und Macht und Kontrolle, zurück zur Liebe und zur Annahme und zum Miteinander. Ja, so. Racetrack, we passed the last lap with your pedophiles and Illuminati puppets operating in the shadows like roaches evading justice, subliminally teaching the wicked ways to the public, whether we knew it or not. Now we're all a product of it. See, they desecrated nature and set fire to the wilderness, filled us with their poison and they wired us for sinfulness, stole our ancient knowledge and left us broken and ignorant, then stole our sons and daughters and fed on the stolen innocence. They groomed our behavior and turned us on our neighbors, took away our promise and offered us false saviors. But something's gotta give when you're ruled by the takers, and in the end, us and them will meet the same maker. So I dedicate the song to those who lost their life and paid the price to tell the truth for what they thought was right. Those who up against the odds answered for the call to fight, and now it's time that the fucking darkness is brought to light. Wow. Okay. Cool. Gefällt mir. Like it.
Okay, ich lese noch mal kurz. Okay, also, meine Güte, ich weiß schon, warum ihr mir den Song empfohlen habt. Da ist echt viel drin und ich werde nicht auf alles eingehen können. Ne? Also, man könnte jetzt über jede Zeile hier echt sprechen. So. Von daher muss ich gucken, wo ich den Fokus drauf lege. So. Aber das, was wir hier jetzt nochmal in dem letzten Teil hatten, von dem ersten Vers, wir haben die Täter, oder die Täter sind eigentlich die über uns stehen. Das sind die Macht haben. Und wir haben ihnen die Macht unter anderem gegeben, ne, indem wir bestimmte Leute gewählt haben. Bestimmte Leute gewählt wurden. Wenn wir jetzt von, weiß ich nicht, Trump sprechen oder in Deutschland auch von Merz. Meine Güte, so. Und ich sage nicht, dass alle Leute, die jetzt zum Beispiel, wenn wir in Deutschland bleiben, Merz gewählt haben, dass die sich durchaus dessen bewusst gewesen sind, was das für Folgen haben würde oder wo es hinführen würde. Genauso wie in Amerika. So. Und in vielen anderen Ländern auch. Wir sprechen ja momentan, wie gesagt, weltweit ist seit einigen Jahren echt viel los in der Politik, was nicht schön ist. So. Und gerade wenn wir jetzt so die ganzen Epstein-Files uns zum Beispiel angucken, ne? Da musste ich gerade dran denken, they stole our sons and daughters and fed on the stolen innocence. They groomed our behavior and turned us on our neighbors, took away our promise and offered us false saviors. Das macht mich ein bisschen traurig, so. Und es spricht einfach genau das aus. Und ne, es ist ja nicht nur mit den Epstein-Files, Sons and Daughters are stolen, sondern auch die ganzen Machthaber, die Krieg führen, die ganzen, wo die ganzen Kinder sozusagen oder die jungen Menschen in den Krieg geschickt werden. Oder auch in den Kriegen die Zivilisten, die bombardiert werden, wo so viele Menschen sterben, wo Kinder exekutiert werden. So ganz bewusst Schulen bombardiert werden und all diese schwierigen Sachen. Ja. Und das sind die Menschen, die so viele andere Menschen wählen, weil so viel Sicherheit versprochen wird. Und da ist jemand, der so viel Macht mitbringt und der sagt, ich rette euch. Und uns alles verspricht, was wir hören wollen. Und sobald er an der Macht ist, ich glaube, es ist nicht in Wales, wo Ren herkommt, wo sie jetzt die Politiker entweder bestrafen oder nicht bezahlen, wenn sie ihre politischen Versprechen nicht einhalten, die sie bei der Wahl, beim Wahlkampf von sich gegeben haben, nicht einhalten. Ich finde das ein sehr, sehr gutes Konzept. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Lasst uns weiterhören. Das wird sonst ein viel zu langes Video. Jesus. Aber es wird Zeit, das Dunkel oder die Dunkelheit ans Licht zu bringen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ne? Und genau das ist es. Es muss adressiert werden, es muss ausgesprochen werden. Künstler müssen ihre Reichweite nutzen, um aufmerksam zu machen und nicht so drum herum reden. Ne? Und das, was Bebby jetzt macht, Respekt. And now it's time that the fucking darkness is brought to light. Don't get distracted. It's time to load this chamber and aim at the head of the monster now. So go and grab a slice of Pizzagate. John Podesta's here to serve you each a plate. Tony's pouring fresh adrenochrome you really need to taste. And Barack bought the hot dogs for over 60K. In just a single day, that's what our taxes went to pay. Careful though, he'll take you paddleboarding if you tell his secrets. And stay away from his husband, she's meaner than he is. And Bill Gates is over there with a syringe and gloves, cause he likes to vaccinate the kids before he drinks their blood. And who's that chewing on a pineal gland? Oh, that's just Hillary with all that frazzle drip on her hands. That's red-handed. And there's Bill with jizz on his pants. Galena wiped the stains when her plane from Israel lands. So someone grab a spirit cooker if you looking for the gravy. Abramovich, who is not a witch, well, maybe. And Gaga don't drink the goo-goo from little babies. That's crazy. She's honestly a really nice lady. And look, it's Kevin Spacey right off the set of a movie. He shot in his basement with a child and George Clooney. Weinstein funded it. Spielberg directed it. And Bono
made the music and sang at a kid's benefit. And George H.W. Bush is pulling the car up with every man in his family, even Barbara. Ellen's on the way from Diddy's house with Sean Carter. Cause here at Comet Ping Pong, the club is what you're part of. Oprah's on the way, but she'll be late. She's stuck in human traffic. We'll just have to film the sacrifice and show it to her after. Go and throw it on a Lacey driver. Don't be losing that shit. Where's Anthony Weiner's computer? I thought that Huma had it. Just relax, take a nap with that guy in the Biden mask. Even if they catch us, we'll be fine. Just give it time to pass. Jeffrey's got our back. This shit is under control. Cause he reports directly to the people running the show. Well, gee, who could that be? What a mystery. Even with the evidence, there's not a single hint to see. And these conspiracies have been mistaken all along. So I guess we'll never know just what is really going on. But before you call it anti-Semitism, try to listen and think how I said those families infiltrated religions. At the head of every snake is a servant of Satanism. Shit, the Vatican been human trafficking since the beginning. But one little... Oh, jeez, ich muss hier mal Pause machen. Ja. Was soll ich sagen? Epstein-Files. Ich war ganz gut auf der richtigen Pferde, würde ich sagen. Ich meine, allein mit diesem ganzen Ausgeblendeten, ne? So. Oh. He's calling everyone out. Jesus. Und jetzt wird er von Eis abgeholt. Aber wir haben nichts gesehen und nichts gehört. Oder so. Oder vielleicht genau das. Jesus. Ich find's richtig geil. Und ich habe nicht so viel dazu zu sagen. Spricht für sich selbst. Es ist echt bitter. Und es ist viel, viel Sarkasmus. Und es ist gut. Mann. Weiter. A servant of Satanism. Shit, the Vatican been human trafficking since the beginning. But one little country has become their seat of power, where they plot on pandemics and wars and twin towers. Babylonian Talmudism has been their recipe, and they've been sacrificing the fucking children for centuries. And they don't give a fuck about us. We're just goy, cattle, subhuman, only here to be destroyed and extorted and abused and ruled over with lies. But don't forget, guys, they're our greatest allies. Oh man, this song is gonna get me in some fucking trouble. That Khazarian mafia is watching you with the fallen angels and Nephilim. It's time to rid society's closet of all the skeletons. So let me just be crystal fucking clear and set a precedent. If Trump is proven part of it, then burn him with the rest of them. Anyone taking cookies out of Epstein's jar. Every Rachel Chandler handler in Epstein's car. And if he's really still alive, his judgment will come when he's mono with God. That's an Epstein bar. We gotta break the mind control of these secret societies that kept us locked in our perception. Then they threw away the keys, making sure we never leave. And that everyone we see are incriminated, guilty celebrities on the screens who've been living double lives in the company of snakes with the fucking balls to laugh at it right in front of our face. And it's hard when we grew up to love a lot of these stars, but it's time we see the monsters for exactly who they are. And fully cut ties with the idols of our youth, cause our childhood heroes have been hiding from the truth. But the reckoning is coming, ain't no running from the proof. So give every sick fuck at the pizzeria a noose. At the all white parties, show up in black, pulling up. Okay. Ich war so abgelenkt von dem. Wir haben hier den Bullen von der Börse, so, in Flammen steht. Jesus. Okay, wo waren wir? Allein die Zeilen, oh Mann, dieser Song wird mich echt in Schwierigkeiten bringen. Habe ich auch gedacht, ja, vielleicht. Aber der Song ist noch online. Weiß jemand, ob er irgendwie Ärger bekommen hat? Ob es irgendwie Schwierigkeiten gibt? Ob Trump ihn absetzen möchte? Oder schon irgendwas gesagt, aber wahrscheinlich ist Webby dafür nicht bekannt genug. Aber es wäre cool. Oder auch vielleicht nicht. Es ist ganz spannend, ne? If Trump is proven part of it, then burn him with the rest of them. Und ja, so sollte es sein. Und das, was wir gerade erleben, deutet darauf hin, dass es nicht so sein wird. Und ich bete zu Gott,
dass wenn es rauskommt und bewiesen wird über so, dass es irgendwie dahin kommt, dass es wirklich Folgen gibt, Bestrafung gibt. Ja, für alle, die involviert sind. Für alle, die sich schuldig gemacht haben, für alle Täter. Und dass es irgendwie möglich ist zu zeigen und zu beweisen, dass Macht nicht über allem steht. Und einen davor schützt, bestraft zu werden, wofür andere schon längst bestraft werden. Jesus Christ. Ihr habt mich gewarnt. Harter Song. Aber auch so wichtig und so gut. Ja, und ich mache erstmal weiter. Jesus Christ. So gut. Und ich kann nicht so viel zu diesen ganzen Rhyme-Schemes und Patterns und all dem sagen. Da habe ich gar keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es grandios. Aber dieses Bild, ne, von diesem brennenden Bullen und mit dieser Flüssigkeit, auch so dieses, wo ist dieses Bild von der Schnauze? Sieht man das hier irgendwo? Das war auch mega krass. Hier, ne? Tja, krass. Alte Scheiße. Okay. Childhood heroes have been hiding from the truth, but the reckoning is coming, ain't no running from the proof. So give every sick fuck at the pizzeria a noose. At the all-white parties, show up in black, pulling up the eyes wide shut in a ski mask. Kerosene in hand while I'm flicking a lit match, and burn it all down till it's nothing but ash. Raw thought. Geil. Now it's feeling like the whole world's cursed. The devil lurks while he ushers in this hell on earth. And a one world government's looming out in the distance. A new world order is coming for the resistance. While all we do is bicker till it's ripping us apart. As the globalists controlling us or stripping us for parts. While they reset the score on the brink of world war. As I look around, I don't recognize it anymore. Feel a wheeze from the geoengineering on the breeze. While they blocking out the sky right in front of us to see. Fucking with us with the frequencies of 5G. Interacting with the graphene from the vaccines. And the food that we eat is poisoned down to the seeds. Hard to even call it food when Pfizer's making the cheese. While the algorithm focused us on how we disagree. They've been building us a prison with digital IDs. So this ain't an act of violence, it's an act of defiance. It's a fucking middle finger to these pedophile tyrants. A reminder to the rebels who won't give them their compliance. When the pressure's on, never getting threatened into silence. And still hit the field while the home team's losing. Keep a cool head through the cries and confusion. Keep an open mind through the lies and illusions. And try to be a good human. So one last time, this the finale, put it to bed. Because after this, there won't be nothing left to be said. And I hope that after all of this, at least I made you think. That was always my intention for sharing what's in my head. It was never about the vision, I just needed y'all to listen. And wake the fuck up from this nightmare that we live in. So hate or love it if I got you to question the system. With all these raw thoughts, then I accomplished the mission. And the thoughts were my own. In a world where the loudest opposition is controlled. I don't claim to have the answer, really all I've ever known is I gotta speak on it if I feel it in my bones. I've been right about a lot of things, wrong about some others. Shadow banned and demonized, still I never stuttered. Cause from the very start, I just said what's in my heart. So one last time, raw thoughts, motherfucker. Jesus. Das ging tief. Ich krieg nicht so leicht Gänsehaut, ne? Und man sieht es immer nicht so schnell im Außen, aber innerlich fühle ich die Gänsehaut so auf und ab und in und. Und das war hier echt extrem. Jesus Christ. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Webby hat hier schon sehr, sehr viele Worte gefunden, die sehr treffend sind. Und ich merke, meine Gedanken rasen und ich kriege sie aber gerade nicht so richtig gegriffen, dass ich sie euch präsentieren könnte. Jesus Christ. Es ist wichtig. Es ist sehr wichtig.
Und es ist ein Thema, was vielen Angst macht, inklusive mir. Wo sich die Welt so hinentwickelt. Und unter anderem deswegen mache ich den Kanal hier. Ne? Weil es geht ja hier auf meinem Kanal auch viel darum, Perspektiven aufzuzeigen. Und gerade in den letzten Jahren hat sich das Ganze miteinander sehr dahin entwickelt, dass wir um irgendeine Form von Wahrheit kämpfen, dass irgendjemand die Wahrheit hat. Und wir kämpfen darum, dass andere anerkennen, dass wir jetzt die Wahrheit haben. Wir wollen gesehen und gehört werden. Das ist ein Bedürfnis, was jeder Mensch hat. Und wir kämpfen so sehr darum, gesehen und gehört zu werden mit unserer Perspektive, mit unseren Wahrheiten, mit unseren Gedanken, die für uns total wahr sind und total wichtig und total wertvoll. Aber wir sind so sehr damit beschäftigt, darum zu kämpfen, gesehen und gehört zu werden mit all dem, dass wir aufgehört haben zuzuhören und die Wahrheiten, Perspektiven und Geschichten von anderen ernst zu nehmen, als gleichwertig zu betrachten, als überhaupt interessant zu betrachten. Es ist erst ein gutes Gespräch, wenn andere uns zustimmen mit unserer Wahrheit, wenn wir sie überzeugt haben. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil wir haben nie die Wahrheit, keiner von uns. Wir sind einfach zu sehr durch unser Gehirn und durch diese ganzen Filter, durch diese ganzen Glaubenssätze, durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben und den Fokus, den unser Gehirn darauf aufgebaut hat, den Filter, den es darauf aufgebaut hat, sind wir eingeschränkt in unserer Wahrnehmung. Wir können die Welt nicht so wahrnehmen, wie sie 100% ist. Es werden Informationen hinten runterfallen gelassen vom Gehirn. Ganz normal. So. Selbsterfüllende Prophezeiung, all das ist ein Ding. Wir sind so beeinflusst von Hormonen, von Neurotransmittern, von Dopamin, dass wir immer wieder über Dinge hinweggehen. Wir haben einfach nicht die Wahrheit und wir kämpfen so sehr darum. Wir kämpfen so sehr um Macht, weil Macht sorgt wiederum dafür, dass wir gesehen und gehört werden, dass wir anerkannt werden, dass unsere Wahrheit anerkannt wird. Und wir werden nicht mehr in Frage gestellt. Und wir brauchen uns dann nicht mehr klein fühlen. Aber das ist gefährlich, weil es impliziert, dass es eine Wahrheit, ein richtig und falsch gibt. Und das macht immer so viel Polarität. Und das ist das, wovon Ren auch so viel spricht. Wir polarisieren alles miteinander, ständig. So, das gerade in Vincent's Tale bringt er das sehr, 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 sehr gut über die verschiedenen Videos, die er postet, sehr gut raus. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen oder sehr gut verstehen, warum Ren und Webby beschlossen haben, wir müssen zusammen ein geiles Album machen. So. Danke für diese Empfehlung. Wenn ihr sagt, schaut ihr noch andere Dinge von Webby an, weil ich merke, ich habe Bock. So, ich bin gespannt, wie Raw Thoughts 5 und 6 sind. Ob es noch andere Videos gibt, wo ihr sagt, hört ihr die auf jeden Fall an. So, dann droppt das in die Kommentare und dann checke ich das auf jeden Fall aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr sehen wollt. Wie gesagt, es gibt eine Rennreise, es gibt eine Asaf Avidan-Reise, NF und noch so ein, zwei andere Künstler. Ihr könnt auch total gerne andere Künstler empfehlen, zu denen ich noch nichts gemacht habe und von denen ihr aber was hören und sehen wollt auf der psychologischen und philosophischen Ebene. So, und jetzt lang genug gequatscht. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald.